Powered by Unreal Engine. Powered by Reise. Hit Detection. Der Ladebildschirm braucht so lange. Mano. Dann fange ich einfach schon mal so an. Herzlich willkommen und Cheerio, meine Freunde, bei unserem neuen, ja, was soll ich sagen, Wochenendprojekt. Was das ist, werdet ihr gleich lesen. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, das in die Kategorie, also laut Trailer, Jump'n'Run gehört. Demnach passt das zu keiner Kategorie, die wir derzeit spielen. Also in der Woche. Ich wollte am Wochenende ja mal was anderes spielen. Auf jeden Fall, nachdem die Vorher ausgelaufen ist und es leider keine Episode 2 gibt, es gibt keine und bis heute gab es auch noch keine, müssen wir leider auf ein neues Spiel zugreifen. Und es ist Stories, The Path of Destinies. Ja, Stories ist ein Spiel, also ich habe nur den Trailer gesehen, habe es auch noch nicht angespielt. Nur schon mal so ein paar Einstellungen unternommen. Soll mal richtig hinsetzen. Und zwar ist Story ein Spiel, wo wir die Rolle eines Helden übernehmen, der wie immer in eine Story reingeschmissen wird, worauf er eigentlich gar keine Lust hat. Und unsere Entscheidungen bestimmen, was passiert. Also es ist auch wieder ein Storyverlauf, den wir kontrollieren können. Und ja, ich muss mal gucken, ob wir den Guten spielen oder Bösen oder ob ich einfach Entscheidungen treffe, die so mir gerade passen, wisst ihr? Also die ich jetzt für normal halten würde. Aber allgemein sah es sehr interessant aus, das Spiel, und ich bin auch sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und deswegen sage ich einfach mal, neues Spiel. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows." She rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Aha. Und es hat natürlich eine schöne Erzählerstimme dabei, also das wurde auch nochmal angekündigt. Aber jetzt wissen wir ja, worum es geht. Also der Imperator ist plötzlich durchgedreht anscheinend, sucht da bestimmte Bücher, lässt dann sogar die armen Bibliothekare verbrennen von den Raben. Und jetzt haben der Mutter, die wir gerade versprochen haben, auf das Kind aufzupassen, genau das Kind hat eins der Bücher gestohlen. Und was erwartet uns natürlich? Natürlich wird der Imperator und seine Leute hinter uns her sein. Ist ja schön, dass es immer so ein langer Ladebildschirm ist anscheinend ein Spiele-Feature, so langes Laden. Oh, jetzt sind wir mal gut hier. So. Los geht's. Ja. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Das Kind, wenn wir mal so sagen, das ist genauso groß wie wir. So, können wir springen? Nö. Okay, wir können laufen, wir können kämpfen. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ich glaube, da hinten sind schon die ersten Gegner.
The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renato said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Ich bin überrascht, dass die Draben hier so brutal, also so massiv und dumm dargestellt werden. Normalerweise sind Raben doch Mut. Gut, wenn er gegen angreifen will. L zum Kontern. Okay. Ah, das klappt nicht mit den Kontern. Oh, wir sind fast tot. So. Das ist cool, er reagiert sogar auf das Verwundetsein hier so. Okay, das war jetzt nicht so wie geplant. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Halten an, ziehen und loslassen zum Werfen. Okay. Tschüss. Tschüss. Oh, right. Oh. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Genau vor unserer Nase natürlich. So. War and wind essence? That sounds about right. I'll need a work. Perfect. Ah, gut. Schwert. Schwerter schmieden. Dieses Schwerterschmiede-Menü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und ausrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Aktuelles Level und Spezialkraft des gewählten Schwertes. Speziell. Okay, gut. So. Du hast genügend Materialien. Gut, dann. QBD. Was? QBD? Sieht hammermäßig aus. Erlaubt es sich selbst zu heilen. Oh, nett. Gut. Ich habe immer das Problem, dass ich trotzdem noch ein bisschen gedingst bin. Damaged bin. Okay, das ist das Menü. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. So, dann mal auf damit. Darüber, ne? Ich finde das schön erzählt, muss ich sagen. Mit einer Prise Humor ist natürlich auch genial. Das sieht nach Kampf aus. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. White-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Oh, ravens. Gut. Mist. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist tot.
Alter. Das Blocken ist aber auch echt doof gemacht, ne? Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Klammer eben so ganz plötzlich kommt da so ein Fähigkeit. Wenn du in Level Euter kommst, dann erhältst du auch einen Fähigkeitspunkt. Du kannst dir einen Ätheren von Boreas ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Okay. Ja, ist ja wohl klar, dass wir jetzt erstmal Dings nehmen müssen, ne? Ja. So, Haken. Schick, wir haben gerade... Wir haben gerade den Erfolg, du weißt gar nichts, Polarfuchs. Okay. Ah, cool. Zip. 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 Und zip. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! The kid ran for it. And Idiot! Nailed him with its eye beam. Oh. Irgendwas sagt mir, ich muss was mit einem Haken machen hier. Zack. Voll in zwei geschnitten. Na toll. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. And a kid-sized pile. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Och, der Arme! Das Kind! Das ist ein kleiner Haufen geworden. Der Arme! Oh mein Gott. So, guck mal, hier gibt's Gesundheit. Habe ich hinten Kisten auch vergessen? Nö. Der arme Junge. Da ist nichts. Hier sind nur noch Kisten. Ich will gucken, ob wir nicht noch Materialien finden für die Waffen. Also wir können unsere Waffen wieder aufmöbeln, aber bisher gibt es hier nur Gesundheit. 10 Millionen. Hallo? Ich wollte gerade die Kiste noch aufschlagen. Verdammt. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Reynardo yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base, and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion.
if Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper? Ah, guck mal. Das ist die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Also, wir können entweder Lapino retten, man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Die Rebellion war in Gefahr und Reynardo musste eine Lösung finden. Auch wenn Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte, manchmal hat er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein uraltes Artefakt, das die Verlorenen besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile gebrochen. Reynardo konnte es nur wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen könnte. Ich glaube, wir nehmen mal die Waffe. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Reynardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Oh, und da ist wieder der lange Ladebildschirm. Also das hat mir jetzt aber leid getan für den armen Jungen, ey. Da wurde er von diesem komischen Glotzauge regelrecht pulverisiert. Oh, geht's diesmal schneller? Ich bin begeistert, es geht schneller. As he set foot on the island, Reynardo could not help but feel a tinge of guilt. He'd left Lapino behind. He hoped the Mad Rabbit had somehow escaped the Ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Sky Ripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ah, wir sind sowieso schon so ein Typ, der im Grunde nur das tut, was nötig ist. Oh, hoffenweise Materialien hier. Dann haben wir ja richtig entschieden, so charaktermäßig. Natürlich. Böse, böse, wir haben den Freund nicht gerettet. Aber, hey. Ich denke, wir müssen da runter, ne? Ich gucke nochmal nach, ob wir irgendwo Dings finden. Da, sag ich doch. Ah, noch mehr Erz. Sehr schön. Damit wir unsere Waffe auch aufstufen können. Okay, jetzt wollen wir also dieses legendäre Schwert zusammenbasteln. Na dann, na los. Natürlich wird dies nicht ohne Kämpfe gehen, wahrscheinlich. So, da bin ich. Hier unten ist eine... I craft a sword now. It's gonna be really short. Schwert? Können wir leider nicht benutzen. Was ist das denn? Ach, cool. Hier gibt es mehrere. Heldenschwert. Wenn wir das aufstufen, können wir... Erlaubt es sich selbst zu heilen. Dann Feuersturm. Während des Angriffs setzen den Gegner in Brand. Okay. Und hier friere die Gegner ein. Steigere die Bewegung und Angriffsgeschwindigkeit. Auch das hätte ich ja gerne. Das Schwert, die Klinge der Leere. Also ich bin ja eher dafür. Ach du Schande, dafür brauchen wir 12 Extrakte für. Uiuiuiui. Was ist mit Juwelen? Juwelenfassung. Dieses Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungskraft verbessern. Dein Handschuh hat 3 Taschen, in denen du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon, um deine Juwelen zu sehen. So. Jedes Juwel hat 3 Level und seine Wirksamkeit wächst mit dem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des Juwels erhöht. Du findest Juwelen in den Kisten, in denen ganz verteilt sind, wenn du Glück hast. Du hast dieses Juwel noch nicht gefunden. Ich habe noch gar keine Juwel gefunden, aber es ist interessant zu wissen. So. Oh.
Das ist eine Einladung, da reinzugehen, aber ich will erstmal hier rüber. Who needed bridges anyway? Eben. Ich finde den Erzähler so, doch so genial. Oh, noch mehr Erz. Huch. So. Ich wollte gerade sagen, huch. Ah, das ist noch eins der Augen. Das sind sogar zwei von denen. Huja. Und zack. Geschnetzeltes. Okay, achso, stimmt. Hihi. So. Huh? A lever? That was new. Most people still use doorknobs. Ja, aber für so ein... Autsch! Alter, der wird viel abgezogen. Da ist eine Tür. Lass mich raten, weil die so lila ist, lässt die sich nur mit der Klinge der Leere aufmachen. Mann. Bing, sag ich doch. Sag ich doch. Who had built this castle? Did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Renato's blood was up. He just wanted to smash something. Entschuldigung. Hast du Husten? So, haben wir einen Fertigpunkt? Nö. Ja. Sesam, öffne dich. Auch falsches Schwert. Heißt das, wir können mehrere Schwerter ausrüsten? Das ist eine Frage. Can't we just agree to disagree? Said Renato. No? Ah. Oh, Mist. Ey, das mit den Kontern ist aber echt doof gemacht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Alter. Oh, Alter. Da kommen immer mehr. Shit. It was good to practice your moves, thought Renato. Keeps you limber. Alter, was ist denn da los? Ich dachte, vorhin habe ich die doch kaputt gehauen. Alter. Ist doch mal gut hier. Ah, so kann man es natürlich auch machen. Au. Wir nehmen uns einfach die Typen und schmeißen sie gegeneinander. Alter. Was mich hier so ein bisschen nervt, dass man nicht mehr ausweichen kann. Renato felt new powers ready to blossom within him, or something. Aber zumindest weiß ich schon mal jetzt, wie das Kontern so einigermaßen funktioniert. Man muss also wirklich gleich in die Richtung drücken. Hallo, ich will zum Altar, ich bin ein Level up. So, da hinten können wir nicht lang. Die Tür der Leere ist natürlich wieder nur mit der Klinge zu öffnen. So, hier haben wir, ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine Truhe gesehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt fällt da bitte nicht runter. Da ist was. Lesen. Die Wahrheit über den Skripper ist von dichten Nebel umhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mithilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach, dass der ewig währende Kaiser, Iblis mithilfe des Skyrippers. Danach vergrub der IK
dem während der Kaiser die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen als die Waffe und des Opfers? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar, und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isigrim, geheimes Tagebuch. Ah. Wir haben das geheime Tagebuch des Kaisers. Hero Wall, Hero Sword, Ice Wall, Ice Cube. Richtig, Eiswürfel. Nein, wir brauchen natürlich die Eisklinge. So, Heldenschwert. Zack. Rein da. Ach, da sind wieder Augen. Man sieht es schon von Weitem. Ach du Schande. Das sind aber viele hier. Au. Zack. These things really slice like ham. Ja. Zack. Die echt nach einem Streich plotsch. So. Da sind noch welche. Haha. Haha. Nicht umdrehen. Oh, komm, ihr macht das einem zu einfach hier. Einfach im Kreis herum. Och nein. Nein! Oh, ich hasse es, dass man nicht ausweichen kann. Das nervt mich so ein bisschen ab, dass man nicht ausweichen kann. Dum, 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 dum. 2 Hebel. Ah, a puzzle. Renato loved puzzles, except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something good. Gut, dann aktivieren DVD mal hier. Ach so, okay. Aber Leute, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge mal für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr mit uns weiter die Reise von Renato miterleben wollt, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, daran denken, Däumchen, Träumchen, supporten, reporten und abonnieren, nicht favorisieren. Bis dann, Freunde, ciao!